Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht hier eine Dendrobium. Dieser Pflanze geht es nicht gut. Das heißt, wir kommen hier zu einem der ersten Schädlingsbefallsvideos. Und in diesem Fall geht es um den Trips. Die Orchidee hat also Tripse. Tripse sind auch bekannt als Fransenflügler oder eben Blasenfüßer. Blasenfüßer deshalb, weil sie solche Haftorgane an den Füßen haben, mit denen sie sich auch sehr gut unter der Pflanze, unter den Blättern anhaften können. Und die fallen da logischerweise nicht runter. Und die können ordentlich Schaden verursachen. Jetzt sehen wir hier, sind schon so braune Blätter. Es gibt hier Blätter, die so silbrig wirken. Silbrig sind sie deshalb, weil der Trips greift die Pflanzenzelle an. Wir gehen hier nochmal kurz rüber. Dann sehen wir hier ein weiteres Blatt, das so ein bisschen silbrig wirkt. Hier sehen wir das sogar noch besser. Den Kontrast. Silbriger Teil, noch nicht stark befallener Teil. Und das kommt daher, weil sie die Zellen aussaugen. In die Zellen kommt Luft und dann erscheint das so silbrig. Und wenn dieser Prozess immer stärker voranschreitet, dann hat man nämlich das Problem, dass das Blatt abstirbt. Logischerweise. Und bei den Tripsen ist das so, in Europa gibt es 300 Arten. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier gar nicht irgendwie festlegen, welche Art von Trips hier auf diesem Dendrobium sitzt und sich wohlfühlt. Und der Dendrobium natürlich einen gewissen Schaden zuführt. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, dieser Trips mag an sich warme und trockene Bedingungen. Bedeutet, die Pflanze regelmäßig abduschen und etwas kühler stellen. Für ein Dendrobium ist das okay, für andere Orchideen mag das nicht in Ordnung sein. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, weil der Trips sich natürlich auch durch Jungfernzeugung sehr schnell vermehren kann, dass hier auf jeden Fall auch auf chemischen Pflanzenschutz zurückgegriffen werden sollte. Warum chemisch? Weil hier in dem Fall das Öl vom Niembaum nur präventiv etwas bringen kann. Außerdem, das Öl vom Niembaum ist ein Öl und ölhaltige Spritzmittel bei dünnlaubigen Orchideen kann etwas kontraproduktiv sein, weil das eben die Poren verschließen kann. In aller Regel befällt der Trips eher dicklaubige Orchideen. Dieses Dendrobium, da kann man jetzt nicht sagen, dass das wirklich dicklaubig ist. Das ist in dem Fall sogar ein bisschen dünnlaubig. Diese Pflanze hat hier richtig zu kämpfen. Ihr seht auch, sie hat ruckzuck die Blüten abgeworfen, was natürlich nicht ganz toll war. Konnte ich euch auch entsprechend kein Video liefern, sondern die hatte mit dem Trips zu kämpfen. Und das ist jetzt momentan das Resultat. Die Triebe an sich sind noch in Ordnung. Wichtig ist auf jeden Fall auch ein systemisches Mittel einzusetzen, weil ich habe ja eingangs gesagt, der Trips piekst in die Pflanzenzelle, saugt sie aus. Das heißt, wenn man ein systemisches Mittel einsetzt, dann wird er Trips über den Pflanzensaft den Stoff aufnehmen und das wird dann dem Trips natürlich den Garaus machen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, Fransenflügler. Flügler, das klingt so nach Fliegen. Die erwachsenen Tiere können im Gegensatz zu den jungen Tieren, die noch keine Flügel haben, natürlich auch fliegen. Die erwachsenen Tiere erkennt man an der Färbung, die sind nämlich schwarz, deswegen sieht man hier auch so kleine schwarze Pünktchen, die eine Länge von 1 bis 2 mm haben. Und die Jungtiere sieht man fast gar nicht, die sind nämlich eher durchscheinend, wirken, wenn man sie ganz nah betrachtet, wie kleine grüne Blattläuse. Deshalb fallen sie zunächst auch gar nicht auf, sondern in aller Regel fallen hier natürlich die silbrigen Blätter auf. Zunächst könnte man auch meinen, das hat irgendwas mit Spinnmilbe zu tun, hat aber nichts mit Spinnmilbe zu tun. Nichtsdestotrotz ein chemisches Mittel, systemisches Mittel sollte auf jeden Fall eingesetzt werden, sonst werdet ihr der Sache so nicht auf die einfache Art und Weise Herr. Es gibt zwar gegen Tripse auch Tierchen, die man einsetzen kann, also Insekten, die man als Schutz einsetzt, die dann auch auf die Jagd gehen beim Trips. Das macht auf der Fensterbank aber so überhaupt
gar keinen Sinn. Dazu kommt, ich habe es gesagt, Flügel fliegen, die erwachsenen Tierchen können fliegen. Auf jeden Fall die Pflanze isolieren, in Quarantäne stellen und erst wieder aus der Quarantäne an das Orchideenfenster stellen, wenn der Tripsbefall definitiv auch beseitigt wurde. Wichtig ist, diese ganzen Blätter, die jetzt hier schon Schaden genommen haben, die könnt ihr absammeln, wegschmeißen auf jeden Fall, weg. Das hier ganz, ganz weit weg, dass die anderen Orchideen auch nicht vom Trips befallen werden. Die Pflanze hat sowieso kaum Blätter, wird nachdem sie sich erholt hat, natürlich auch wieder Neutriebe austreiben und dementsprechend auch neue Blätter ausbilden. Das war so viel zum Thema Trips. Momentan lese ich und höre ich überall, dass der Trips unterwegs ist. Bei mir ist das nach 20 Jahren Orchideenkultur der erste Befall mit dem Trips. Ich hatte bisher an keiner Orchidee irgendwelche Tripse gehabt. Das ist das allererste Mal. Finde ich jetzt nicht so toll, denn ich habe schon einige andere Orchideen isoliert. Die Pflanze stand ja hier auf der Fensterbank nicht alleine. Deswegen andere Orchideen habe ich schon behandelt. Die hier werde ich jetzt noch behandeln. Und systemische Mittel gibt es noch im Handel. Ich werde 2 Stück in der Beschreibung verlinken. Solltet ihr auf jeden Fall zu Hause parat stehen haben, damit ihr auch gegen solche Schädlinge vorgehen könnt. Wie gesagt, sie mögen keine feuchten Bedingungen. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, die Pflanze regelmäßig abduschen. Je nachdem, in was für einem Gefäß es steht. Wenn sie jetzt in so einer Glasvase steht, ist ein bisschen schwieriger mit dem Abduschen. Aber würde auch gehen. Das Neemöl ist eine bedingte Lösung, was funktionieren würde, aber nicht unbedingt so super. Vor allem, wenn der Befall sehr stark ist, ist das ein bisschen schwierig. Wenn ihr auch weitere Fragen habt zum Thema, wie könnt ihr eure Orchideen von diesem und jenem Problem befreien, wie könnt ihr eure Orchideen retten, wie könnt ihr sie besser kultivieren, dann schreibt es hier gerne in die Kommentare. Ich finde es gut, dass ich jetzt zumindest eine Pflanze habe, die ich euch so zeigen kann. Natürlich finde ich es nicht so toll, dass sie einen Befall hat und darunter leidet, aber sonst kann ich euch natürlich kein Video liefern. Bis zum nächsten Video, Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.